Hello. So we're ready to start. Du hörst gleich mit einem Scalpel an QNX vom 34. Chaos Communication Kongress in der Übersetzung von OS 10.000 und Philipp. Wir machen hier eine ganz tiefe Analyse des QNX-Betriebssystems. A great round of applause, please. Willkommen an John und Ali. Alright, so welcome everybody to our talk. Willkommen. QNX, analyzing and breaking exploit mitigations and theory. Wir analysieren und brechen die Verhinderungsmethoden zur Ausnutzung. Ich bin von der Universität Twente in den Niederlanden, wo ich Infrastrukturschutz studiere. Mein Name ist Ali und ich bin Doktorand in Eindhoven. Und ich bin hier ein Besucher in Bochum. Und meine Forschung konzentriert sich auf Embedded Binaries. Start this presentation off with an introduction to QNX and discussing the general operating system and security architecture. Before moving on to discussing the pseudo-random number generators and the Also wir fangen mit einer Übersicht von QNX an, dann schauen wir uns die Sicherheitsarchitektur an, Zufallsgeneratoren. Was ist QNX? QNX ist sowas wie Unix, es ist POSIX-kompatibel, es ist ein privates, also nicht Open Source. Es ist später von BlackBerry gekauft worden. Und bis 6.6 ist es 32-Bit, ab QNX 7 dieses Jahr ist es 64-Bit. Am bekanntesten ist es, weil es in BlackBerry 10 ist oder im BlackBerry Tablet drin ist. Aber das ist nur oben die Spitze des Eisbergs. Es ist viel weiter verbreitet in der Automobilindustrie, in Infotainment hat es über 50% des Marktes und es ist in den selbstfahrenden Autos. Also Delphi nutzt QNX das als die Basis. Die zweite Nutzung ist in großen Routern, in Cisco-Routern. Hier in dem CRS 12.000 und ASR 9.000. Auf der rechten Seite hat man gesehen, warum es ein interessantes Sicherheitsziel ist. Es ist in Industriekontrollsystemen, in Kernkraftwerken, in Militärsystemen, in Kontrollsystemen für Raketen. Und da ist natürlich klar, dass das Sicherheitsimplikationen hat. Letztes Jahr haben wir auch ein bisschen was von diesem Thema angesprochen. Wir haben über den Zufallsgenerator gesprochen und wie er in VxWorks funktioniert. Und hier in dieser Talk schauen wir uns den User Space und Kernel Space von QNX 7 an und wir schauen uns an, was die Problemverhinderungsmechanismen, die Exploit Mitigation in QNX 6 und 7 sind. Magst du mal? OSM Security Architecture. QNX Sicherheitsarchitektur. QNX ist ein Mikrokernel, ein echter Mikrokernel. Das bedeutet, dass die meisten Komponenten, Sicherheitskomponenten außerhalb des Kernels sind. Also Sachen, die man im Kernel erwartet, sind nicht mehr im Kernel drin. Sachen wie die Treiber für und Stacks sind außerhalb des Kernels. Was man hat, ist ein sehr kleiner Mikrokernel. Das hat ein paar Vorteile. Der größte Vorteil ist, dass man eine höhere Verlässlichkeit des Systems hat.
Also dass das System weniger crasht. Something we call less rope for hackers to hang on it because Also a smaller surface. da gibt es weniger Seil, woran für Hacker, woran man sich aufhängen kann. Also Microkernel weil es wenig im Kernel gibt, den man angreifen kann. higher EAL levels from NSA. Und Microkernels kriegen höhere Sicherheitslevel von der NSA zum Beispiel. Das ist der Microkernel. How then, when you are putting all of these components outside of the Aber wenn man alle diese Sachen außerhalb des Kernels packt, how they are going to work? wie arbeiten die dann? What you will have here, is a message bus. Was man hier hat, ist eine Message-Verbindung. By the functionality where assume a program like a network communication. So it will be Irgendwie sowas ähnlich zu einer Netzwerkkommunikation. an application in the user space wants to communicate, let's say, file Und die Anwendung möchte mit dem Dateisystem kommunizieren. Es schickt eine Nachricht zu dem Mikrokernel. application. Der Mikrokernel leitet es weiter zu der Zielanwendung. Then pass to the application. So that Und das wird beantwortet und dann wird es wieder zurück zur Anwendung geschickt. Und das ist die Nachrichtenverbindung. task of microkernel basically is to forward these messages to the other Und die Aufgabe des Kernels ist halt, diese Nachrichten weiterzuleiten. Aber eine Interessantes daran ist, an diesem QNX IPC called QNX. Mesh System, Provide a functionality where you can have multiple microkernels one Ähm, talking with each other. So das hat ein System, wo es mehrere Microkernels gibt. talk over Ethernet. Und diese beiden, zum Beispiel zwei Mikrokernel, können über das Or network communication. Netzwerk kommunizieren. Besides that, actually QNX also supports these calls, but it's not as big as QNX unterstützt auch Syscalls, less than 90, und aber das ist deutlich weniger funktional, weniger als 90. meaning that QNX ist also POSIX kompatibel. Man kann die Standard C-Bibliotheken verwenden. QNX compiler, Und das hier ist jetzt ein QNX-Compiler. functions, Und dieser Compiler verwandelt das dann zu diesen Nachrichten weiterleiten. regarding the Leitung. memory layouts. So you will have kernel space and user space, but Für die Nachrichten, man hat den stay at the kernel Nutzerbereich und den Kernelbereich. itself. And basically also there will be user space separation. So it means Und es gibt eine User Space Trennung. within the user space to just Und da gibt es each other, for example, because keinen Prozess, wie die miteinander kommunizieren können, und das halt ein bisschen Sicherheit. Zum Beispiel privaten Speicher. Unix-like process access control. Aber es hat auch Kommunikationsmöglichkeiten wie Unix. Und dies ist ein Unix Memory Design. That's much significant difference than the stuff we know in other operating systems. So you will have program image and basically elf loader in a microkernel basically load it, and then you have like the Also- shared object or dynamic library which be Also man hat- loaded by the dynamic linkers. However, in the kernel space, once you Aber in dem Kernel Space, Kernel-Raum, the address, the base address of the microkernel die Adresse startet an einer statischen Adresse. stack. Und die haben different stacks. So now let's look at the process management. Also lass uns mal aufs Prozessmanagement schauen. Process management is a little bit different. So let's Das say ist ein bisschen anders. process called proc.ntio, which Es gibt einen Prozess, der heißt but part of it is proc.ntio. located at the microkernel Und der ist der Prozessmanager. at the user space. Und die anderen Prozesse sind im User Space. This process, like with the PID1. PID 1 ist der Prozessmanager The microkernel the same way as other processes. und er spricht mit dem Microkernel genau wie andere Prozesse. That have a flag NTOPF ring 0. Aber er hat ein Flag, was also hier dieses NTPF Ring 0 ist, wenn er den syscall aufruft.
Besides that, as we said before, QNX actually support the usual POSIX stuff. So QNX unterstützt alles, was POSIX so anbietet. QNX actually uses ELF format. QNX nutzt das ELF-Format. But here the interesting thing is that if the file system is on block, Wenn das Filesystem auf einem blockorientierten Gerät, into the main memory. dann werden Code und Daten Actually a memory map. in den Hauptspeicher geladen. Code can be Wenn das Filesystem ein multiple instances of the same process. ein Memory-Mapped Filesystem ist, also Flash Memory, dann wird es direkt im Speicher genutzt. So it's provided, it's QNX bietet auch Sandboxing an. similar to Linux. Das heißt also, so ähnlich wie Linux Capabilities gibt es den Proc Manager Ability. Before dropping root and also Und das heißt, man kann bestimmte Fähigkeiten erlangen, bevor man Root-Authentisierung abgibt. So you have domain, range, like being locked. Es gibt You name it, all of them are Domain, Range, Inheritable, Locked. Und das sind also die depends on system integrity, on how die Attribute, die eine not a problem of the operating system, but Capability haben kann. depending on the system integrators how they are going to use this Und die Systemintegratoren entscheiden, wie sie diese Funktionalität einsetzen wollen. QNX actually support usual stuff. So like Das nächste, was QNX unterstützt, ist User Management. have DC password file. Es gibt ein Passwort-File, es gibt ein Shadow-File, es gibt ein Groups-File Such as login. und es gibt Utilities, sowas wie Login, Switch-User und es gibt Mandatory Access Control List, also erzwungene Zugriffskontrolle. QNX 6 basically support. QNX 6 unterstützt Hash-Algorithmen, However, wie hier steht, SHA-256, 512. Encryptions. Und es gibt auch Rückwärtskompatibilität mit MD5. One can crack those devices which have like their let's say their passwords based on MD5. Das heißt also, man kann die Geräte cracken, wo die Passworte in dieser Form gespeichert sind. Have a long shelf life for attackers to use it. Und deswegen gibt es also eine lange Zeit, die Attacker das noch nutzen können. So they are basically using PBKDF2 and In QNX 7 oder in einem aktualisierten 6.6 gibt es auch moderne wie PDFK2. security of QNX. Die Geschichte von QNX Security sieht wie folgt aus. BlackBerry Mobile Research. BlackBerry Mobile hat angefangen mit dieser Sicherheitsforschung zu dem Thema. And also very, very interesting talk in 2016. In 2016 gab es von Alice Pluxkett einen interessanten Talk Communication in QNX. zu IPC in QNX. Recommend you to watch that. Ich empfehle, dass ihr euch das anschaut. There were also various individual vulnerabilities. Und dann gab es zwischen 2000 bis 2008 verschiedene The leaks from Löcher in dem Betriebssystem. Aber das Interessanteste war von WikiLeaks CIA Vault 7. US Central Intelligence Agency were Und da steht drin, dass die CIA development branch of the CIA were interested in targeting QNX. Die CIA wollte QNX eindringen. Sie hatte es in 2014 noch nicht geschafft. So basically there were no prior work on exploit mitigation. Es gab also keine vorausgegangene Arbeit dazu, wie man das Ding härten kann. We talked about PRNG of QNX 6.6. Und wir haben über die Zufallszahlengeneratoren von QNX 6.6 und 7 User space and kernel space. gesprochen. So let's look at the PRNG. Also das ist jetzt unser Thema, Zufallszahlengeneratoren. We are looking at the PRNG. Warum schauen wir uns den Zufallszahlengenerator an? Well, because actually PRNG is actually have a broader implication. It's Ja, the foundation der of, hat einen breiteren Einfluss. Der ist die Grundlage für das breitere kryptografische Ökosystem. stuff. And beside that, the strengths of exploit mitigation itself are affected. Die Stärke PRNG. der Härtung des Betriebssystems wird durch die Qualität des PRNGs beeinflusst. How things like, for example, ASL Wenn man also Adressraumverzufallung macht, dann muss natürlich der Zufallszahlengenerator gut sein. Sonst kann man es wieder erraten, dann hätte man es sparen können. So as a recap, Also nochmal zusammenfassend. Wir haben QNX 6.6 erzählt.
Und zwar gibt es da das Def Random. As a recap, so basically the original PRNG Das haben wir letztes Jahr erzählt. was implemented in last year, which we talked about, was based on Yarrow, but not the reference Yarrow, but Yarrow 100, but the original, like earlier version of the Yarrow, and there were some Okay, also der Zufallszahlengenerator war basiert auf Yarrow und zwar auf einem frühen Design davon. lack of completely broken seed control or not having basically any seed control, and also Der hat sich nicht wirklich um die Initialisierung gekümmert und hat eine relativ niedrige Entropie system integrators, and we show some und hat eine Zufallszahlenquelle, die auch vom Systemintegrator, der das QNX einsetzt, abhängt, wie das gefüttert wird. However, things got much better in QNX 7. Und in QNX 7, nachdem wir also diesen Artikel oder diesen Talk gehalten haben, ist alles viel besser geworden. They're actually using new entropy sources. QNX 7 nutzt neue Quellen für Entropie. Control mechanism. Sie haben sehr, sehr sorgfältig sich um die Initialisierung gekümmert Much better, and und die Qualität der Zahlen ist, der Algorithmus ist besser. still there are some design or like decisions or like implementation decisions which the system integrator have to decide. Der Systemintegrator hat immer noch ein paar Sachen, die er But from the operating beeinflusst und das kann auch einen Einfluss auf die Zufallszahlen haben, aber insgesamt ist es ganz gut. things change. So you don't Lasst have to uns actually anschauen, was sich hier geändert hat. Ihr müsst nicht alles sehen, nur die grünen Teile sind wirklich wichtig. Nämlich da hat sich was geändert. almost for fixing the problem of the boot time entropy. QNX actually Um das Problem der Entropie während des Bootens in Ordnung zu bringen, gibt es einen File, in dem schon mal Entropie vorgespeichert ist. random like basically entropy to the operating system at the boot time, and later once this Also während des Bootens wird dieses File genutzt und wenn sich das aufbraucht, dann kann es also während der Laufzeit erneuert vollgefüllt werden. But beside that, there is also Und daneben gibt es auch eingereichte Quellen von Zufallszahlen oder von Zufall. source basically, which is still weird because they are still using, for example, getUID and getPID, which is not at all random. Die nehmen also getUID und getPID Time of day, which is und getTime of Day. Es ist alles vorhersehbar. Es ist RC4 random function. Und das einzig wirklich ganz Gute ist die RC4-Zufallsfunktion, die eigentlich ganz gut ist. Regarding the QNX 7 kernel PRNG, which So, aber im Kernel gibt es auch einen Zufallszahlengenerator and und der ist neu in QNX 7 has a function called random value in the microkernel of the QNX, und das ist eine Funktion, die heißt Random Value. being used as for the Zufallszahlen. ASLR and stack canaries. Und das wird genutzt für die Adressraumverzufallung und um auf den Stack Sachen zu legen, The PID, um zu erkennen, wenn der Stack manipuliert wird. the current time in nanoseconds. Also Momentan kann der in Nanosekunden timer and also some random die Zeit nutzen. pass it to a PRNG input block. Und all diese Sachen kommen in den Zufallszahlengenerator rein und der geht dann durch SHA-256 durch The PRNG state or the output will be divided to 8 blocks, and the und first block dann wird das in 8 Blöcke zerschnitten und der erste Block wird als ein Sort verwendet output of the random value, the 32-bit. und die weiteren werden als Zufallswerte genutzt. Actually need a new Und jedes Mal, wenn man einen neuen Zufallszahlenwert braucht, dann gibt es eine neue Iteration. location 0 to 1, 2, 3, so like each time this the location which you are choosing the 32-byte will change. The 32 So, und jedes Mal ändert sich diese 32-Bit. So. QNX 7 Das ist so, wie der Zufallszahlengenerator im Kernel funktioniert. mitigation QNX 7. All right. Und jetzt schauen wir uns an, Thank you for that, Ali. So let's start to look at the exploit mitigation. Lass uns in die Exploit-Mitigation gucken. Purpose world, Windows, Linux, BSD. Das, was man in der mit den Standardbetriebssystemen Windows, Unix und so weiter nutzt, die sind nicht einfach so vom Himmel gefallen. Gibt es eine lange Geschichte,
because there's nothing like that, von Lücken, die man dafür genutzt hat. Und sowas gibt es halt nicht für QNX. which is why we took a look at it. Und das heißt, So, da gibt es vieles Interessantes zu sehen, deswegen haben wir uns das angeguckt. support for data execution prevention, Von QNX Version 6.4, da könnt ihr sehen, da gibt es diese don't get too excited. ähm, Are not enabled by Space Layout, Randomization und encounter a Stack Canaries. QNX, and it's fully up to date. But if system integrators didn't explicitly Ähm, support all these mitigations in their, Die sind alle, then you might be just exploiting like it's denied. und die kann man ausnutzen, wenn der For advanced mitigations, Administrator die nicht ausgeschaltet hat, control flow integrity, angeschaltet hat, weil data isolation. So this is really just it. Let's start off with data execution prevention. For those of you machen wir jetzt weiter mit Data Execution Datenausführungsverhinderung. and roughly speaking, you have two main architectural styles for a CPU. Ähm, The Harvard one, where you have separate Es gibt zwei Möglichkeiten für den CPU. Das ist einmal die Harvard Design und einmal das von Neumann Design. Und um die Ausführung zu verhindern, muss man die and typically this is done as für die Harvard Design oder für das von Neumann Design machen. slide, being facilitated by Und hardware support in the memory management unit. And here in a page table entry, you will have a specific bit, like the NX bit. Und in diesem Fall hat man jetzt ein spezielles Bit, hier das NX-Bit, das die Ausführung regelt. For several of these QNX, die EP hat MMUs, äh, for it on x86 verschiedene Unterstützung für verschiedene Prozessoren. support for this feature on MIPS. Es hat auf jeden Fall aber keine Unterstützung für dieses unter MIPS. The big problem with QNX DEP is the fact that the defaults are insecure. So the problem Das Problem ist, dass das QNX DEP ist, dass die Standardeinstellungen nicht sicher sind. support for DEP, then still the stack will be left executable, even if the heap is not. Zum Beispiel selbst wenn der Heap nicht ausführbar ist, bleibt der Stack weiter ausführbar. Stack elf program header is ignored by the program loader. Und der Standard GNU Header Now, it's wird ignoriert bei diesem und by specifying explicitly a particular flag in the microkernel startup. man kann die Stack-Ausführung verhindern mit einem bestimmten Executables which require full legacy Zeichen da drin. reasons an executable stack. They can no longer be included with these new firmware images. So Aber mit diesen neuen Firmware-Abbildern kann man das jetzt nicht mehr einführen. integrator, this issue is still present on QNX 6 and QNX 7, and it really is something to check for. Und das Problem ist weiter in QNX 6.5 und 6.6 und 6.7 verfügbar. Also danach müsst ihr dann gucken. Das nächste ist die Adressenraum-Layout Programming. So a typical exploitation flow. Zufall-Ausführung. Right of the slide, find existing codes Auf der rechten Seite könnt ihr so eine Standard-Ausführung des ASLR sehen. on the top of the slide. Now, ASLR seeks to prevent this by using randomness as a means towards the goal of memory layout secrecy. Because if you don't know where the various codes Das hier verhindert den Angriff, indem es das zufällig irgendwo hinläuft. Und so kann man das nicht einfach so auslesen. is enabled by starting the microkernel with, again, a dedicated flag, which is not enabled by default. A child process, Es hat wieder einen speziellen Flag, der nicht standardmäßig nicht gesetzt ist. you have a good opt-out scheme, but by default it's opt-out, so it's not an opt-in scheme, so don't look for mistakes like that. Memory objects are randomized at the base address level, so it's not a very fine-grained form of ASLR, but that's Also es ist nicht eine sehr feine Form, sondern es ist, objects are randomized except for und viele Speicherobjekte sind zufallisiert. depending on your opinion of the usefulness of KASLR in general, so that's not the real problem. Und das ist hier nicht das Problem. That is a problem in practice is the fact that pi is disabled by default in the toolchain. Ein Problem in der Praxis ist, dass die Toolchain ist nicht Code memory. zufallsbasiert und Firmware images of QNX in the wild, you will find that in fact code memory is never actually randomized with. dadurch ist dieser Codespeicher nicht in den meisten, die man So in order to learn how QNX im Betrieb sieht, nicht randomisiert. reverse engineered the memory manager of QNX, which you can see mapped out here.
And I'll save you all the details. Ich erspare euch jetzt die Details. Mostly by calls to mmap in the microkernel. Und das wird meistens ausgeführt durch Aufrufe von mmap im Mikrokernel. Und auf der linken Seite seht ihr die Stack Randomize Function. Discuss in this talk. Now the first of these functions, mapFindVA, Die erste Funktion mapFindVA. by the mmap call. And as you can see on the right of the slide, by subtracting or adding a random value to the found virtual address. And this random Und es macht das, indem es einen Zufallswert entweder hinzufügt oder subtrahiert von der Adresse. by 12 and then extracting the lower 24. Und dann schiebt es nach links und extrahiert den unteren 24-Bit. Contributes at most 12 bits of entropy. Das heißt also, wir kriegen maximal 12-Bit Entropie zu einer beliebigen Adresse, egal wie gut die Zufallszahl vorher mal war. The second of these functions, stack randomize, well, as the name Und das zweite Ergebnis von diesen Funktionen ist, process is started or when a new thread is created. It does this in the same fashion as the previous function by also subtracting a random die zweite Funktion ist mapFindVA, macht das genauso. number generator result. Die nimmt die unteren 32-Bit von dem Zufallszahlengenerator, Shifts it by 4. dann wird es um 4 nach links geschoben Extracts the lower 11 bits depending on und holt dann die unteren 11 raus. And this contributes due to the bit mask again at most 7 bits of entropy. Und das bedeutet, da gibt es maximal 7 Bits Entropie. Das wird dadurch ein bisschen abgefedert, dass es mit der vorherigen Funktion kombiniert wird, aber praktisch gesehen hat es einen großen Einfluss. Die oberen Grenzen sind sehr optimistisch, weil die einen schlechten Zufallszahlengenerator haben. Die nutzen direkt Clock Cycles und das ist architekturspezifisch. Auf der rechten Seite sieht man, wie die Clock Cycles funktionieren. Das macht er bei unterschiedlichen Systemen halt unterschiedlich. Das Erste, was man da so sich denkt, ist, wenn ich von einem Angreifer fernhalten will, wie der Speicher aussieht, dann muss ich da hier gute Zufallszahlen verwenden. Aber hier in diesem Kontext müsste eine Zufallszahl reinkommen, das tut sie nicht. Oder die Clock Cycles müssen ein geheimer Wert sein. Aber das ist er ja nicht. Also man könnte vielleicht einen Reconstruction Attack dagegen ansetzen. Und das müsste funktionieren, aber das ist eigentlich Overkill. Es gibt einfache Möglichkeiten. Wir haben verschiedene Prozesse über Boot Sessions gemessen. Dann haben wir das NIST-Entropie-Tool verwendet, um die minimale Entropie zu messen. Und wenn man da drin sucht in diesen 256 Bits, dann sollten da 256 Bits Entropie rauskommen. Das tun sie aber nicht. Und wir haben also jetzt hier gefunden, dass also im Durchschnitt 4,47 rauskommen, wo 256 kommen sollten. Das niedrigste waren 3 für die Bibliotheken und das höchste waren, keine Ahnung. Linux hat da sehr, sehr hohe Werte im Vergleich. Warum ist das jetzt ein Problem? Das ist ein Problem, weil ich einen Brute Force Angriff darauf machen könnte. Wenn ich einen Netzwerk-Daemon habe, der in der Architektur einen Fork durchführt, da kommt ein Call rein und dann mache ich eine Kopie von dem kompletten Prozess und bearbeite das dann da drin. Und wenn diese Kopie gemacht wird nach ASLR, ist es eine genaue Kopie und das Layout ist genauso. Und jedes Mal, wenn ich eine Kopie mache, dann sieht das genauso aus wie das Original und
Damit kann ich also immer wieder den gleichen Request hinschicken und kann also ich kann in einer sinnvollen Zeit ausprobieren, so lange verschiedene Werte, bis es crasht. Auf der linken Seite habe ich einen angreifbaren Dienst gefunden. Es ist ein Overflow. Und auf der rechten Seite probiert es über das Netz, indem ich in 23 Sekunden genau diesen Fehler finde und wo er im Speicher wohnt. Natürlich ist das interessant, aber Information Leaks, das heißt also Dinge da drin zu finden, ist noch viel interessanter. Das ist wunderbar für lokale Schwächen. Und davon gibt es ganz viele in QNX. Der erste, den wir gefunden haben, ist der hier, der proc-ls. QNX, so wie viele Unixes, hat ein Prozessfilesystem. Und für jeden Prozess kann ich über das Device-File-System mit denen sprechen und kann mit denen interagieren. Was man hier sehen kann, unabhängig wer man ist, kann jeder die lesen. Und das macht es sehr einfach, womit ich eine Anwendung, mit der ich über Berechtigungsgrenzen hinher schauen kann, wo der andere Prozess wohnt. Und das PIDN Utility, das bringt diese Funktionalität mit und macht das schon für mich. Und das kommt auf ganz vielen Systemen standardmäßig mit. Das zweite, wo ich Information Leaks habe, ist in dieser LD-Debug-Umgebungsvariable. Wenn ich sage, ich will alles haben, und dann kriegt man sehr viel Debug-Informationen, wo die Adressen von den gemeinsam genutzten Bibliotheken liegen. Und in Linux und BSD ist diese Option nur speziell berechtigten Benutzern vorbehalten. In QNX, da gibt es keinen Check. Da kann jeder diese Information für das gesamte System haben. Und das macht die Ausbeutung dieser Prozesse viel einfacher. Nachdem wir das berichtet haben, ist QNX 7 sehr stark verbessert worden. Die nutzen ASLR, die nutzen einen neuen Zufallszahlengenerator im Kernel, und das ist gut. Aber es macht es nicht viel stärker. Trotz des neuen ASLR, und obwohl sie 64-Bit-Adressen nehmen, haben sie es vergessen, diese Bitmasken zu entfernen. Und damit bleibt die Entropie, die da übrig bleibt, die gleiche, wie sie vorher war. Der Programmcode ist häufig in die unteren Bereiche des Speichers geladen. Jetzt haben sie den LD-Debug gefixt, aber sie haben nicht vollkommen den PROC-FS in Ordnung gebracht. Man kann also hier oben sehen, dass man das PIDN nicht mehr nutzen kann. Aber wenn man selber eine Anwendung schreibt, die mit dem PROC-FS spricht, dann kann man immer noch diese Informationen rausholen. Die nächste Härtungsmaßnahme sind Stack Canaries. Das ist ein Schutz gegen traditionelle Stack Overflows. Ich nehme eine Zufallszahl, die behalte ich zufällig, und die stecke ich auf meinen Stack zwischen die lokalen Variablen und meine Rücksprungadresse.
Und wenn jetzt der Angreifer es schafft, die Adresse zu überschreiben, ist auch der Canary überschrieben. Und damit können wir es feststellen und einen Händler aufrufen, der eine Ausbeutung verhindert. Also in Linux und BSD ist es auf der Compiler-Seite und QNX nutzt auch GCC, das heißt so genau wie die beiden. Und die Betriebssystemseite ist spezialisiert. Im User Space macht er das über libc. QNX nutzt eine Spezialfunktion, um die Cookies herzustellen. Und da hat es dann wieder seinen eigenen Zufallszahlengenerator und kombiniert das mit der Stack-Variable und den Zyklen. Das heißt also, das hängt ab davon, wie geheim die Clock Cycles sind, und das sind sie nicht. Und das QNX 6 SSP hat einen schwachen Zufallszahlengenerator, und zwar hier dieses 7,29 Bits. Das ist ganz schlecht. Die hätten mindestens 24 Bit haben müssen, weil es einen Nullbyte gibt. Und wenn sie einen vollen Canary genommen hätten, hätten sie 32 Bit haben können. Und das ist ein Problem, weil man das einfach brute force kann, alle Möglichkeiten durchprobieren kann. Aber in der Praxis ist das eben noch weiter schlimmer, weil der Microkernel nicht geladen oder nicht gegen libc gelinkt ist. Das Microkernel, das ist geschützt, aber die werden nie initialisiert, und damit sind sie immer null, und damit hätte ich sie auch weglassen können. Wir haben diese Probleme an BlackBerry gemeldet. Die haben jetzt die Stack Canaries standardmäßig eingeschaltet. Sie haben ein 64-Bit Betriebssystem, und für User Space haben sie sie holen sich die Zufallszahl aus dem Kernel und stecken die in den User Space, um dort dann die Initialisierung durchzuführen. Also die Canaries, die Stack Canaries, die sind jetzt in allen Bereichen vollkommen in Ordnung. Und jetzt kommt die letzte Maßnahme, die wir besprechen, um das zu härten. Auf der linken Seite sieht man, wie das funktioniert. Man hat eine Funktion, die ist in der gemeinsamen Bibliothek. Sie wird nachgeschaut, die Adresse wird gespeichert. Und diese Daten, wo das Zeug wohnt, ist offensichtlich ein gutes Ziel zum Angriff. Wenn der Kontrollfluss da vorbeikommt, dann, und ich habe das geschafft, das zu beeinflussen, dann geht es dahin, wo ich hin will. Der Schutz geht, indem diese Tabellen in der Reihenfolge geändert werden und read-only gemacht werden, sodass niemand diese Einträge überschreiben kann. Jetzt haben wir ein Problem, und das Problem kommt von Lazy Binding. Das heißt, Symbole werden nicht während des Ladens nachgeschaut, sondern sie werden erst beim ersten Aufruf nachgeschaut. Und da muss ich halt schauen, dass das nicht passiert. Also die machen Lazy Binding, schalten sie aus, und dann machen sie das am Anfang beim Laden. In QNX 6 haben sie das versucht, und das ist auch sehr schön, aber leider funktioniert es nicht richtig. Auf der linken Seite sieht man, wie es aussehen könnte und sollte.
Und die sind read-only. Auf der rechten Seite ist die QNX-Implementierung des gleichen Dings. Und man sieht, dass nur einige von diesen Dingern sortiert sind und dass das nicht in der richtigen Reihenfolge ist und damit ist es nicht geschützt. Und die haben in die Linker-Sections nicht ordentlich sortiert, bevor sie es gemacht haben, und das ist das eigentliche Problem. On the right, you have QNX, you have full railroad enabled, and you can write to global offset table entries. Auf der rechten Seite kann man in diese Tabelle reinschreiben und ein Stackvolt herbeiführen. Wir haben auch die Möglichkeit gefunden, das auszuschalten. Das heißt also, man kann von außen diese Härtung ohne jegliche Privilegierung auszuschalten. Und wenn ich ein Binary habe, was setuid ist, dann kann ich das damit ganz wunderbar angreifen. Das ist beides in BlackBerry berichtet worden. Und das wurde verbessert zwischen QNX 6 und QNX 7. Wir haben das alles, was wir heute diskutiert haben, auch an BlackBerry kommuniziert. Und es sind noch einige von diesen Problemen noch in 6.6. Und noch eine Warnung an Angreifer und Verteidiger. Viele von diesen Patches brauchen eine lange Zeit, um diese Geräte zu erreichen. Insbesondere in Embedded eingebauten Systemen. So kann es sein, dass diese Probleme noch für eine lange Zeit bestehen. Zusammenfassend, die Toolchain-Zeit ist meistens in Ordnung. Das ist auch nicht so sehr ein QNX-Problem, sondern ein Embedded-Problem. Es kann nicht einfach von 1 zu 1 übertragen werden. So gibt es viele architektonische Unterschiede. Und so gibt es halt hausgemachte Sachen, die halt nicht so gut sind wie der Standard. Und was man ja auch merkt, ist, dass keine Aufmerksamkeit von Sicherheitsforschern auf das hier gebracht worden ist. Und noch eine weitere Warnung wieder. Der Zufallsgenerator ist in Embedded System nach wie vor ein Problem. On a more positive finishing note, QNX at least attempts to keep up with general purpose operating system. Und noch eine gute Notiz zum Schluss, dass QNX versucht, immer noch ein allgemeines Betriebssystem zu sein. Hardware.io conference. They had a very quick and extensive vendor response, sometimes directly integrating. Und die haben eine sehr große Anbieter-Reaktionszeit. Und am Ende würde ich einfach mehr Aufmerksamkeit zu Embedded Systems Betriebssystemen rufen, weil das halt in Cars und kritische Struktur- und Militärsystemen eingebaut wird. Und in der Zukunft könnt ihr noch mehr von uns erwarten, auch in Brüssel oder auf der nächsten Black Hat. Und wir freuen uns jetzt auf Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank an Abasi und Ali. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen. Stellt euch hinter die Mikrofone. I got one on mic 5. We'll start with you. Yes, as the person who probably did the very Als first derjenige, kernel exploitation work on der die erste left out of Kernel Exploitation auf QNX gemacht hat, fühle ich mich ausgelassen. Was ist dein Name? thanks. Nick ist der Name.
Any other questions? Noch andere Fragen? Oh, there I guess. For the issue where the stack canary wasn't Mit dem Problem, wo der Stack Canary für den Kernel nicht richtig eingeschaltet war, war das ein Problem, dass das überhaupt nicht gemacht wurde oder dass es nicht, dass es geplant war, aber was schiefgegangen ist? They had no initialization routine at all for the master canary. Für den But it was never actually initialized. es wurde niemals initialisiert in dem Mikrokernel. BSS. Und der Mikrokernel ist in einem BNS platziert und das ist sehr früh gebootet. But never initialized it. Und sie haben es benutzt, aber es ist niemals initialisiert. Anybody else with questions? Don't be shy. Come on. Well, if there aren't any questions left, All right. thank you very much for Also, the talk. vielen Dank für einen fantastischen Talk. Ja, und damit verabschieden sich aus der Übersetzerkabine Oliver und